Ja, hallo liebe Leute, neues Video zur AVR-Programmierung. Ich wollte das Video schon heute Nachmittag machen, aber mein PC hat sich dazu entschieden, seine Einstellungen zu vergessen und auf einmal waren sämtliche Einstellungen weg vom Videoaufnahmeprogramm, vom Browser etc. Ich konnte zahlreiches neu einstellen und glaube nicht, dass es ein Windows-Problem ist. Nein, es ist ein Linux-Problem. So, dann legen wir mal, oder wahrscheinlich mein Problem. Ich muss irgendwas gemacht haben. So, dann, wenn euch Videos wie das hier interessieren, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann danke fürs Zuschalten und dann legen wir einfach mal los. So, machen wir das mal wieder Vollschirm hier. Wieso macht er das jetzt nicht? So, ich habe einen neuen Atmel-Chip. Neu, habe ich auch schon länger. Der heißt Atani 2313. Der hat ein paar Pins mehr als der andere. Hat vor allen Dingen zwei Counter, einen 8 und einen 16-Bit-Counter. Kommt also schon ein bisschen so in die Richtung der Atmega-Chips. Und den möchte ich jetzt gerne verdrahten. Dazu mache ich jetzt erst einmal die Dazu mache ich jetzt erst einmal die Kamera an, damit ihr seht, hier, da ist die Platine, da habe ich meine Drähte. Verdrahtet habe ich bisher wieder nur hier Plus und Minus nach oben und unten und die VCC und den Ground dieses Chips hier. Mehr ist im Moment noch nicht verdrahtet und hier muss man jetzt wieder genauso das verdrahten, was wir beim anderen auch gemacht haben. Das heißt MISO, MOSI, dann haben wir STK und den Reset, das ist der. Das sind die Pins, die wir jetzt erstmal verdrahten müssen. Und ich habe hier, da ist der ISP-Anschluss, wie ich ihn da liegen habe. Das, was da 1 und 2 ist, das ist hier auf der linken Seite. Also das hier, das ist MISO und das da oben ist VCC. VCC und Ground mache ich wieder zum Schluss. Hier fangen wir an. Ich würde sagen, wir fangen mit MISO an, das heißt mit diesem hier. Dann gehen wir gerade wieder zurück, gucken, wo ist MISO. Das ist der Pin 18 von dem Chip. 18, da haben wir hier, das ist 20, 19, 18, also der. Und den machen wir an diesen hier. MISO, das ist der. So, die ruhig ganz reinstecken. So, dann gehen wir hier wieder rein. Dann haben wir SCK als nächstes. SCK, das ist hier dieser mittlere Pin. Und wo muss der hier an dem Chip angeschlossen werden? An den 19er. Das heißt, das ist der mittlere hier. Also können wir den einfach hier rüberziehen. Hier so rum und dahin. Das ist der Clock STK. Es ist wohl der Clock. So, dann haben wir hier noch den. Ne, da wollten wir nicht hin. Hier wollen wir hin. Dann haben wir noch den Reset. Das ist der hier. Dritte auf dieser Seite und das ist der einzige, der hier auf die Seite kommt zu Pin 1. Das ist der. Den können wir hier so ein bisschen nach da legen. So, dann haben wir noch den MOSI. Das ist der mittlere Pin hier auf dieser Seite. Den nehmen wir ruhig da.
Da sind wir jetzt bei Mosi und der Mosi kommt an den 17. Also da haben wir die drei schön untereinander. Also ist das hier eins ist VCC. Den habe ich wie gesagt ja schon verdrahtet und dann kommt der dorthin. So, damit haben wir die Verdrahtung für die Programmierung des Chips schon mal durchgeführt. Jetzt müssen wir noch den hier selber mit Spannung versorgen. Da haben wir einmal VCC. Das heißt, das kommt hier an diesen roten. Und dann haben wir den Ground. Das ist dieser hier. Und der kommt an den blauen hier oben. So. Das war schon die Verdrahtung, dass wir das Ding programmieren können. Dann kann man sich das eigentlich schon mal anschauen, ob das klappt. Das heißt, ich mache das hier erstmal klein. Gucken wir, hier haben wir Genie offen. Genie, wie auch immer. So, dann haben wir in den Dokumenten hier, hoffe ich mal, bei den Downloads unter AVR. Da haben wir hier den Atmel 2313 und dann kann man sich hier erstmal anschauen, wie man das ja so kennt. Die Interrupts, der hat ein paar mehr Interrupts als das der. Und hier ist sind wieder die Befehle drin. Das heißt, das kopiert man sich einfach hier so raus. Und packt das in Genie rein. Und dann können wir hier wieder anfangen zu editieren. So, dann müssen wir hier zwischen die AirJump immer noch eine Leerstelle setzen. Wie gesagt, er hat zwei Timer, deswegen ist ja einiges mehr an Interrupts vorhanden. So, das müssten sie gewesen sein. Die Sachen dahinter mit den Semikolon, die können wir so stehen lassen. Können wir vielleicht noch ein bisschen sortieren. Oder mit Tabs vielleicht. Ne, das Tab. Ich hoffe mal, damit kommen wir hin. Ja, müsste passen. Der ist ja noch ein bisschen weiter rüber. Okay, machen wir das mal ganz richtig.
So, damit haben wir die kompletten Interrupt-Befehle hier drin. Hier oben muss wieder ein Include rein. Das heißt, wir speichern das jetzt erstmal ab hier. Datei speichern unter. Da habe ich ein Verzeichnis Projekte. Und dann machen wir erstmal hier ein neues Unterverzeichnis rein. Und zwar nennen wir das mal Atiny 2313 und darunter jetzt ein Unterverzeichnis Test 1. So, das Ding, das können wir auch ruhig Test 1.asm nennen und speichern das Ganze. So, jetzt kommt der Include da rein. Das heißt, da müssen wir hier einmal wieder in das Projekteverzeichnis gehen. Wir haben hier in Inc. Atiny und dann müssen wir gucken nach 2313 TN 2313. War das wirklich? Schauen wir uns den noch mal an hier auf 2313. Jo. Klein machen. Also TN 2313a. Wir haben aber den ohne A. Das heißt, das nehmen und dann in Projekte Atiny Test und dann packen wir das hier rein. Die wird jetzt hier erstmal inkludiert. Das heißt Punkt include TN 2313 Punkt Inc. So, da müssen wir noch die ganzen Teile hier auch wirklich zu Sprungadressen machen. Das heißt, die kopieren wir mal hier hin und löschen jetzt hier die ganzen Jumps davor raus. Und dann kommt immer noch hier ein Doppelpunkt hinter. Doppelpunkt. 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 Kann wieder sein, dass wir bei den Interrupt-Namen da Doppelbelegungen haben. Da müssen wir die anpassen. Muss man mal abwarten, wie es bei diesem Chip ist. Nee, das wollte ich nicht. So, lassen wir das. Und den Reset. Den kopieren wir hier raus. Ja, was macht er denn da? So, Steuerung C, Steuerung V und hier oben machen wir den weg und dann können wir hier, also hier drunter, da können wir erstmal eingerückt RETI schreiben und hier schreiben wir das Mini-Programm rein. Das heißt, Loop 1 Doppelpunkt Nop Jump Loop 1. So, da können wir jetzt noch reinmachen SEI, dass die Interrupts aktiviert werden. So, der wichtigste Befehl, wie gesagt, der da immer rein muss, aber nicht in die Loop, sondern natürlich
for the loop. Das ist das mit dem Statusregister. Da muss man, das da schon beim letzten Video gesehen, da muss man immer ein bisschen suchen. Power Management, System Clock. Wenn ich richtig sehe, heißt das Statusregister SREC. Und das ist hier genauso auch die 8.0, die da reingeschrieben werden muss. Also hier, dann machen wir hier oben noch die Definition hin. Die machen wir jetzt mal hier zwischen, weil wir dann besser drankommen. Das heißt Punkt def temp gleich R16 und dann können wir hier jetzt den Befehl reinschreiben, LDI temp 0x80 und out srec temp. Damit werden die Interrupts allgemein aktiviert und einmal speichern. So, dann musste auch das hier umstellen. Wir hoffen mal, dass es hier funktioniert. So, no device definition found. So, gucken wir noch mal hier rein. Test 1 TN 2313 dev.inc. Alles klar, da liegt der Hase im Pfeffer. Das muss so geschrieben werden. Dann, ich glaube, F8 ist der Befehl. So, was hat er hier? Genau, da hat er wieder int 0. Gibt es schon. Dann machen wir den ext int 0 und ext int 1. Und das müssen wir auch hier dann ändern. Extern. Muss man auch richtig schreiben. Gucken wir nochmal. Okay, Kompilierung erfolgreich beendet. Außer hier diese Fehlermeldung aus der Include-Datei. Die spielen aber keine Rolle. Das heißt, kompiliert ist der Kram. Dann brauche ich noch was, um die Batterie anschließen zu können, damit wir schauen können, ob wir das Ding auch programmieren können. Das heißt, da machen wir hier oben die Batterie dran. Und wo habe ich die Batterie liegen? Hier ist die Batterie, der Akku. Und das ist jetzt plus unten. Das heißt, muss dann so rum. Braun ist minus. Ja. So rum wird es angeschlossen. Wenn es nichts qualmt, ist alles richtig. So. Ich weiß nicht, die Chips sind, der ist bestimmt hier, was ich, 4, 5 Jahre alt, wenn nicht älter. Habe ich mal damit angefangen und habe aber dann irgendwie nicht weitergemacht mit den Chips. Und jetzt kommt noch das Programmiergerät. Der Gerät, würde ich jetzt mal so sagen. So, dann machen wir noch die USB-Schnittstelle dran. Programmiergerät hat Saft. So, das müsste jetzt hier so drauf kommen. Plus und Minus haben wir hier verdrahtet. Das ist wichtig. So, ist angeschlossen. Hat auch ein grünes Lämpchen. Da sieht man es. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, dann können wir jetzt versuchen, mit Shift F9 oder aber mit Werkzeuge. Na, wo ist es denn? Oh, jetzt hat er den wieder rausgenommen. Na super. Dann machen wir ihn ja nochmal rein. Also AVR Dude
So, der Befehl sieht folgendermaßen aus. AVR-Dude. Dann haben wir einmal -P. Da muss jetzt rein die T2313, hoffe ich mal. Dann -C, AVR, ISP2, minus großes U. Dann Flash, Doppelpunkt, W für Write, Doppelpunkt. Dann der %E, das ist der Dateiname ohne Endung. Punkt Hex, Doppelpunkt und I. So, jetzt sollte das hier auch dran stehen und dann starten wir das einmal. AVR ESP2 on Port USB Filch. Ach ja, ich vergaß, man muss da ein sudo vorschreiben. Machen wir es nochmal. Erstellen AVR-Dude und ist geflasht, also hat funktioniert. So, das soll es auch jetzt zu dem ersten Video gewesen sein. Eben die Einrichtung des neuen Chips mit der Verdrahtung und Eintragung in mit Include-Dateien etc. in das Genie-Programm, und im nächsten Video geht es dann weiter mit der Programmierung für mehrere Servos, und da überlege ich mir noch was Hübsches, was man damit dann bewegungstechnisch machen kann. Okay, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen, da kriegt ihr dann Videos in dieser Art vermehrt angezeigt. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!